Gewaltunfälle, Katastrophen und ganz viel Reue sind die Bilanz von 10 Jahren Drogensucht. Er hat mehrfach wie durch Wunder überlebt und beinahe sein Ende gefunden. Trotzdem gehören diese Jahre zu Johnnys kreativsten. Die erste Story dazu und der Song Hurt folgen im Anschluss an das kurze Intro. Wenn du heute keine Lust auf die Story hast, kein Problem. Dann nutze die Kapitelmarkierung hier unten, damit kannst du direkt zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Willkommen zu Memories of Johnny. Mein Name ist Thomas und gleich geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Die Drogen waren genau genommen Amphetamine und Barbiturate, also Aufputschmittel bzw. Beruhigungsmittel und dazu reichlich Alkohol. Wollte man in den 50er Jahren bekannt werden, reichten Plattenverkäufe und das Spielen über Radiostationen oft nicht aus. Man musste sich zusätzlich in enge Autos quetschen, mit mehreren Musikern und allen Instrumenten von Ort zu Ort, von Auftritt zu Auftritt fahren. Cash und seine Musiker absolvierten ab 1956 etwa 250 bis 300 Konzerte jährlich. Manche nannten es Autobahnen zur Hölle. Und man kann sich gut vorstellen, dass sie mehr Zeit im Auto verbracht haben wie mit ihren Familien zu Hause. 1957 wurde Cash das erste Amphetamin von einem Tourmitglied angeboten. Das Zeug weckt die Lebensgeister, macht hellwach und kreativ. Man kann notfalls die ganze Nacht durchfahren und trotzdem jeden Auftritt auf der Bühne meistern. Aufputschmittel waren unter den Künstlern sehr verbreitet und die Ärzte haben auch weiter freigebig Rezepte ausgestellt. Wahrscheinlich fehlten einfach noch genug Erkenntnisse, was das Zeug langfristig ausmacht. Die Nebenwirkungen stellten sich bei Cash sehr schnell ein. Er glaubte, dass sich Dornen und Holzsplitter in seiner Haut bohren und das Gefühl verschwand für kurze Zeit, wenn er neue Pillen nahm. Das Weitere ist, wer aufputscht, kann auch nicht mehr gescheit schlafen. Das heißt, er brauchte auch relativ bald Beruhigungsmittel und Alkohol, um sich wieder runterzuregeln einigermaßen. Also der Beginn eines Teufelskreislaufs. Mit der Zeit wurden es auch immer mehr Pillen und die Häufigkeit, wie er sie einnehmen musste, wurde auch immer mehr. Und er war zwischen den Auftritten viel damit beschäftigt, in verschiedenen Städten bei verschiedenen Ärzten mit verschiedenen Geschichten sich immer wieder neue Rezepte zu beschaffen. Die Nebenwirkungen verschlimmerten sich auch. Seine Kehle trocknete aus, er wurde dauerheiser, er bekam ständig Hustenreiz und die Tatsache, dass er rauchte, machte es ja auch nur noch schlimmer. Dann fing auch seine Persönlichkeit an, sich zu verändern. Er neigt zur Gewalt und Zerstörungswut. Glücklicherweise muss man im Nachhinein sagen, immer nur gegen Sachen und Gegenstände, nie gegen andere Lebewesen. Nichtsdestotrotz, in Hotels wurde rumgeschossen, die Einrichtungen wurden zertrümmert, es wurde viel gegrölt. Und wenn er high war, war es ihm oft auch egal, weil bei Sachschaden ging es ja schließlich nur um Geld, so glaubte er. Wenn er manchmal nüchtern aufwachte morgens, dann kamen halt diese Reuegefühle, Schuldgefühle, Familie, Freunde, Fans, alles wurde vernachlässigt. Seine Konsequenz zur damaligen Zeit: noch mehr Pillen. Ich muss an dieser Stelle einen kurzen Break machen. Die Stofffülle, die reiche Stofffülle für die Drogenjahre ist so füllig, dass man eigentlich mehrere Doktorarbeiten daraus machen könnte. Damit diese Story nicht zu lang wird, wird es eine zweite Folge geben und ich komme jetzt erstmal zu dem Song. Für diese Folge habe ich mir Hurt ausgesucht. Es gibt für mich keinen besseren Song, der diese Situation beschreibt, wie der Anti-Drogen-Song Hurt der Gruppe Nine Inch Nails. Und so klingt er. I hurt myself today
to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt, I will let you down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. So, das war der Song Hurt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In meiner nächsten Folge geht es weiter mit Gewalt, Unfällen und Entfremdung von Familie und Freunden. Dazu präsentiere ich den Song Cocaine Blues aus dem Konzert in Folsom Prison. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.